Also ich bin Markus, ich arbeite hier bei der Braas und da ist jetzt meine Aufgabe, hier das zu streichen. Zweimal, wenn es geht, um es zu schützen vor Korrosion, Witterung, Hagel, Schnee, Regen, alles was so kommen kann. So, ne, weil Sauerstoff und Metall, das ist ja nicht gut, das rostet ja dann irgendwann, das soll ja lange halten. Bei diesen 2 Schichten kommen hier drauf. Und das ist eh schon eine super spezielle Farbe, das nennt sich 3 in 1. Da sind schon mal 3 Schutzfaktoren in einem Anstrich eigentlich schon drin. Aber dieses Metall halt eben, die Oberfläche ist leicht spröde, dringt manches gar nicht so richtig tief in die Poren ein erstmal. Deswegen machen wir den zweiten, damit das richtig gedeckt wird auch. Also mein Onkel, der war Malermeister, da habe ich Glück gehabt damals und der hat mich von klein auf an herangeführt und mitgemacht immer, wie man Farbeimer aufschlägt und nicht umrühren, sondern aufrühren und 10 Minuten mit dem Arm, 10 Minuten mit dem Arm, sonst ist das nicht korrekt. Ja, ich habe da viel gelernt, das war. Auch unser eigener Bauernhof, die mussten ja instand halten, die ganzen Landmaschinen und viele stand ja draußen ohne Dach. Bleibt das nicht aus, ne? So alle 3 bis 5 Jahre muss man doch mal eine Eimerfarbe nehmen und Rostschutz wieder drauf machen. Die alte Farbe erstmal runterholen. Weil hier teilweise so gemeine Winkel spitz zulaufen, da ist mit der Rolle sehr, sehr schwer reinzukommen. Deswegen habe ich mir einen Eckpinsel genommen und habe erstmal nur mit dem Eckpinsel erstmal richtig schwer Farbe reingedrückt und das 2-mal vorab schon, damit ich es anschließend einfacher habe, mit der Rolle nur noch hinterher schreiben zu können. Das muss schon sehr sorgfältig gemacht werden, Korrosionsschutz. Die Rotorblätter, die sind hier zunächst mal so wie wir sie für die Anlage geplant haben, aus Aluminium. Die sind nicht so rostempfindlich. Und ja, das andere ist eben, muss man aufpassen, dass man das gegen Rost schützt. Wobei das auch, je nachdem, auf welchem Teil der Welt die Anlage läuft, manchmal gar nicht so das Thema ist. Also in Afrika, Indien, in weiten Bereichen ist die Luftfeuchtigkeit nicht so, dass das das Hauptthema ist. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo schon sehr auf Rost achten muss. Ne? Alle paar Jahre muss auch mal wieder einer hochsteigen und von oben nach unten durchstreichen. Ja. Hier zumindest in Europa, wo es viel regnet. Wenn er vielleicht später mal in der Wüste irgendwo steht und fördert aus 80 oder 120 Metern tiefer Wasser, wo er nur, da stehen ja Autos aus den 20er, 30er Jahren, die stehen da immer noch, nichts verrostet. Ne? Das ist auch klimabedingt, ganz klar. Aber hier musst du ihn alle 3 bis 5 Jahre bestimmt einmal überstreichen. Ja.